So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Heute wird das Geheimnis gelüftet. Willkommen zum Sonntagsvideo. So, ich möchte euch ein bisschen meinen Truck vorstellen und so ein bisschen die Firma vorstellen und erzählen, was wir so machen. Also die Firma heißt Ducatrans. Ist eine ganz kleine Firma. Die Besitzer sind Holländer, die, glaube ich, vor 20 Jahren hier nach Kanada gekommen sind. Und die haben 25 Trucks, also eine ganz kleine Bude. Hier ist es voll ungemütlich. Warum läufst du draußen rum? Warum gehst du nicht in den Truck? Später. So, ja. Ansonsten, ja, hier stehen die Trucks. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe gerade meinen Truck noch sauber gemacht. So ein bisschen, werde jetzt gleich ins Hotel wieder zurückfahren. Weil ich Montag erst rausfahre, komme ich gleich drauf. Das ist ein neuer, aber das ist nicht meiner. Guck mal, der ist gestern gekommen. Ganz neu. Ganz neu. Ganz neu. Meiner ist auch fast neu. Sag ich gleich was zu. Boah. Ganz neu. Bei diesem Wetter ist immer blöd mit dem Objektiv, ne? So. Ja, jetzt zeige ich euch meinen. So, das ist meiner. Nein. Das ist meiner. Er hat, glaube ich, fast 35.000 Kilometer runter. Ist also neu, ne? 35.000 Kilometer kann man noch neu bezeichnen, ne? Ist jetzt nicht ganz sauber, aber der Regen macht es wieder sauber. Hier, das ist ein Walter-Truck. So ein fährt doch Walter. Nur schöner und heilerer. Warum renne ich jetzt eigentlich rum? Ich wollte euch doch meinen Truck zeigen. Das ist wirklich meiner jetzt hier, ne? Nein, der steht hier so ein paar Tage länger schon. Aber egal. So, mein Truck. Cascadia wieder, ne? Cascadia, nur neu. Der andere war auch neu. Der hatte nur 330.000 runter, als ich ihn abgeben musste. Ich muss auch was dazu sagen. Meine Firma hat sich gemeldet, hat das Kündigungsschreiben rausgeschickt und hat mir eine Abfindung gezahlt. Diese Abfindung ist eine sogenannte 2-Wochen-Abfindung wegen der Kündigungsfrist. Und sie haben mir das bezahlt, was ich sonst in 2 Wochen brutto verdiene. Vielen Dank dafür und damit ist das Thema jetzt auch gegessen. So. Ja, ansonsten hier ganz normal, ne? Der Unterschied ist halt, dass ich hier so einen riesengroßen, wie heißt das in Deutsch? Hier würde man sagen Moose Bumper. Ne? Motorhaube werde ich jetzt nicht aufmachen. Den riegelt man auch anders, den riegelt man hier irgendwie hier. Da macht man das hoch und dann kann man den vorklappen. Das mache ich mal das nächste Mal. Also der Motor ist 15 Liter Hubraum, ich glaube 505 PS. 515 oder 505, ich weiß es nicht. Das ist ein Standardmotor. So. Ja, ist ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier nicht dieses große elektronische Logbook, sondern ich habe hier so ein Tablet. Das muss ich aufmachen. Das weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert. Das wird mir aber gezeigt am Montag. Apropos Montag, ich fahre erst Montag oder Dienstag raus, weil Plan war ja Sonntag rauszufahren. Und habe ich gestern mit meinem Chef gesprochen und der sagte dann, sein Sohn, der ist also der Disponent für alles, ne? So. Also ich habe jetzt keine Gruppen mehr, sondern nur noch einen Disponenten, das finde ich super. Und der war gestern krank und dann sagte dann mein Chef, ja, ich versuche den gleich mal zu kontaktieren, dass er dich nach Hause schickt oder dass er hier rüberkommt oder wie auch immer. Ich sage, nee, lass mal sein, lass den mal gesund werden und dann machen wir das Montag, wenn das gut ist. Sagt so, ja, ist eine gute Idee. Ich sage, das ist klar. So, mein Truck. Jetzt die Zündung anmache, dann seht ihr, hat er 34.942 Kilometer gelaufen. Ist das gleiche Ding wie vorher auch. Also das brauche ich jetzt nicht so zu erklären, ne? Das ist ganz normal. Hier habe ich eine Anzeige, die hatte ich vorher nicht gehabt. Das ist hier der Filter, der Airfilter. Also der Luftfilter ist das, wie zu der ist. Dann hatte ich so Zusatzanzeigen beim anderen Truck, wie warm die Achsen sind einzeln. Das habe ich hier nicht. Ich habe hier nur das Gewicht, was auf der Achse liegt. Jetzt gerade nichts. Erstmal ist die Zündung aus und zweitens ist da kein Trailer hinten dran. Dann hier ganz normal. Das ist die
die Parking Brake, ne? Das ist für den Truck und das ist die Trailer Brake, das ist extra für den Trailer gemacht, ne? Und hier weiß ich, hier kann ich den runterlassen. In Deutschland geht das ja hoch und runter mit der Sattelplatte, aber hier geht es nur runter. Hiermit kann ich die Sattelplatte verschieben. Ne? Ich kann die Sattelplatte verschieben. Hier kann ich die Achseln sperren und so. Aber wie gesagt, das kenne ich nicht. Engine Van, okay, muss ich mal nachgucken. Dann ganz normal Licht und so, das ist so wie das andere. Dashlight, das habe ich vorher, glaube ich, nicht gehabt. Aber wie gesagt, guck mal. Also es ist, wie gesagt, es ist der gleiche Truck, das gleiche Modell, aber es sind halt so, manche Dinge sind halt anders. Ne? Zum Beispiel hier ähm, muss ich mal, glaube ich, ein bisschen Licht anmachen. Habe ich Standheizung, dann ist das hier meine Standklima im Sommer, ne? Damit wir schön hier alles so im Sommer schön kühl haben und im Winter schön warm haben. Ja, wie gesagt, da ist das Licht ganz normal hier für da oben. Und das ist das gleiche wie beim anderen Truck. Und im anderen Truck hatte ich zum Beispiel nicht so viele Steckdosen, was ich jetzt nicht so gut fand. Aber hier zum Beispiel habe ich einen Converter. Da habe ich 4 große Steckdosen. Das muss ich mir noch zurechtfriemeln, weil das Dumme ist, hinter der Mikrowelle ist keine normale Steckdose. Da ist so ein Zigarettenanzünder. Und jetzt habe ich da auch so einen Konverter dran gemacht, so einen kleinen Taschenkonverter, so einen Umwandler. Umwandler! Hey, wir haben's, der Umwandler. Und der bringt nicht genug Power. Jetzt werde ich das irgendwie so probieren. Ich benutze die ja relativ selten. Aber das werde ich dann so machen, dass ich den Stecker dann hier irgendwo so lasse. Und wenn ich dann mal anmache, dann nehme ich eine Verlängerungsschnur und tue das da dran. Weil, wie gesagt, da ist keine Steckdose hinten dran. Natürlich ist es ein bisschen blöd, ne? Warte mal, ich ziehe mir gerade meine Jacke aus. Mir wird ganz warm. Mhm. Mir wird ganz heiß. So, ja, hier, ne, ganz normal, Bett, ne? Bett ist gemacht hier, ne? Dann habe ich jetzt mir was Neues überlegt. Ich hatte früher hier so ein paar äh, ähm, Frischwasser stehen und Katzenstreu stehen. Das war mir alles zu voll und ich wollte diesen Gang, wollte ich halt frei haben, wollte ich halt leer haben. Und jetzt habe ich das so gemacht. Ich hatte im Bett zum Beispiel meine Tiefkühltruhe stehen und jetzt haben wir ja, hatte ich im anderen Truck auch gehabt, aber da bin ich nie auf die Idee gekommen. Jetzt habe ich alles hier reingepackt. Hier ist meine Heißluftfritteuse, mein Airfryer, da habe ich das Katzenstreu, da habe ich meine Tiefkühltruhe, ne? Da sind so Sachen drin, die man in den Airfryer reintut. Da habe ich hier Frischwasser und da habe ich so einen Kabelsalat reingetan. Das habe ich noch nicht alles ausgepackt. Hinten habe ich noch ein paar Schuhe, ne? Muss ja irgendwas von meinen 30 Paaren Schuhen auch mitnehmen. So, hier Zewa und so. Und das sind halt, das ist der Innenraum von der Klappe. Wenn man von außen die Klappe aufmacht, hat man dann halt hier, kann man da halt was reinpacken und von da auch aus. Was willst du von mir? Von da auch aus? Von dort aus? Ja, ist egal. Auf jeden Fall, das werde ich hier so benutzen weiterhin, so als Ablagefläche und dieses. Und da so Scheibenwasser rein und Öl und Handschuhe habe ich im Truck liegen und na, alles Mögliche. Und das habe ich halt, wie gesagt, jetzt hier so hingebaut. Und ich denke, damit gut hinkomme. Normalerweise war der Plan, noch ein bisschen mehr Wasser oder Getränke halt zu lagern. Aber jeder Platz ist ja auch limitiert. Ne? Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das nicht mehr so groß. So, komm, geh zu. Danke. So, hier habe ich noch einen Fernseherhalter. Ich habe jetzt keinen Fernseher, ich habe auch keinen mit irgendwie, weil keine Zeit für irgendwie. Ne? So. Aber gut, vielleicht kaufe ich mir noch einen oder so. Ja, hier, das ist das gewohnte Bild vom alten Truck. Hier habe ich ein paar Mützen mitgenommen. Ah, ja, weiß ich 20 Mützen mitgenommen. Warum kauft man sich 20 Mützen? Wofür? Weiß ich nicht. Wenn man es braucht. Ja, hier habe ich meine Vorratskammer, Katzenfutter. Nutella muss immer dabei sein. Nutella muss immer dabei sein. Das ist fast alle. Ich muss ein neues kaufen. Hier sind meine Pappteller, Besteck. Und da hinten habe ich noch so ein bisschen Obst. Ein Pfannenwender. Trockenfutter für die Katzen. Ne? Das ist mal ganz wichtig. Ja, hier habe ich mein Fach mit Mülltüten. Hier, wie heißt es? Waschmittel für die Waschmaschine, für die Klamotten, Glasreiniger und anderen Kram drin, so zum Saubermachen. Hier habe ich meine Kaffeebar.
Ne? Wasserkocher, Filter, Kaffee und natürlich auch die Filter dazu. Also die Filter, ne? Und den Filter. Oh Gott. So, hier, ja, Handtücher, Pflegekram, ne? Weil wenn man älter wird, muss man ja auch sich mehr pflegen, ne? Also um jünger auszusehen. Und ich habe es eigentlich ganz gut getroffen mit meinen 45 Jahren. Und da habe ich so Feuchttücher drin und was ich, Q-Tips und all so ein Scheiß. Und dann habe ich ja noch meinen Rucksack, der ist jetzt, da ist der, da habe ich den Rest halt drin, ne? So ein Kultursachen zum Sauberwerden, Shampoo und so. Ja, da habe ich jetzt, das ist mein Kleiderschrank, Pullover, darunter liegen T-Shirts, weil es demnächst ja warm wird, kurze Hose. Dann habe ich einfach, weiter habe ich meine Hosen und dann habe ich hier meine Unterwäsche drin, Socken und Unterhose. Und dann können wir eigentlich weiterfahren, ne? Können wir eigentlich losfahren, ne? Hier wieder mein MacBook, mein iPad, Geld, was ich nicht habe. Ganz wenig Geld habe ich, eine arme Sau. So. Und jetzt. Ihr guckt ja alle fließig. Was ist denn heute los? Ihr guckt ja alle fleißig YouTube. Ja, ja, ansonsten hier CB-Funk, ne? Hab ich noch nie benutzt. Dann habe ich hier, ist noch leer. Hier habe ich eine Mütze immer drin. Hier habe ich eigentlich immer die Mütze drin, die ich gerade aufsetze. Also hier habe ich gerade eine andere an. Und dann packe ich hier so Warnweste rein, ne? So Warnweste und mein Passport, damit das immer griffbereit ist halt, ne? Hier rechts habe ich immer meine Dokumente dabei, die ich brauche. Also hier sind jetzt Briefumschläge und ich kriege am Montag noch die ganzen Sachen, um über die Grenze fahren zu dürfen. Das kriege ich dann auch noch. Und was ich sonst noch so brauche, dann zeigen sie mir das Tablet. Und dann würde ich sagen, dann können wir Montag oder Dienstag losfahren. Ich hoffe Montag, weil ich will ja am Donnerstag wieder ein Video bringen. Und wenn ich am Dienstag losfahre, dann wird es dann ganz schön knapp mit dem Video machen. Aber 2 Tage brauche ich. Ja. Warte mal, ich ziehe mir gerade meine Jacke an. Ah ja, hier, ne? Hab ich ganz vergessen, hier die dicken Ledersitze hat er, ne? Die dicken Ledersitze. Das hat der andere nicht gehabt. Obwohl, ich brauche keine Ledersitze. Mein Kreis hat auch Ledersitze, die brauche ich eigentlich nicht. Also ich bin mit Stoffsitzen sogar manchmal sogar noch glücklicher. Aber gut. Zumal bei dem anderen Cascadia war das so, der hatte belüftete Sitze. Der hier hat keine Der hier hat keine belüfteten Sitze. Das wäre natürlich hier mit der Lederausstattung ein bisschen cleverer. Ne? Das wäre ein bisschen besser halt, wenn der das hätte. Aber gut. Ich mache mal was an, damit die Scheiben gerade mal. So. Ja, wie gesagt, den Motor, den zeige ich euch wann anders, weil es jetzt auch ein bisschen unangenehm draußen ist. Er hört sich auf jeden Fall genauso an wie der andere. Nur wenn man halt, wenn der halt anspringt, der läuft halt etwas ruhiger. Das ist jetzt auch nicht jetzt, ne? Wollen wir uns jetzt mal nicht hier machen. Ne? Alles gut. So, ansonsten hier, ne? Sattelplatte altbekannt. Das hier so. Jetzt habe ich hier nicht diese Radkappen dran, was ich auch ganz gut finde, weil die anderen musste man immer abmachen, um zu gucken, ob die Radmuttern richtig dran sind. Und das ist ja totaler Quatsch, weil ist doch einfacher so zu sehen, ne? Und sieht schöner aus. Also finde ich. Aber ich will jetzt auch nicht schlecht reden. So, 2 Tanks habe ich. Ich weiß gar nicht, was da reingeht. Sind das extra große? Ne, so wie es aussieht nicht. Ich glaube, die sind genauso groß wie die von meinem anderen. Warte mal. Na, kann ich jetzt nicht sehen. Ah ne, ich denke, dass das genau die gleichen Tanks sind. Aber Moment, der muss größer sein, weil bei dem anderen musste ich an eine Seite reinfüllen. Hier muss ich bei beiden Seiten von hinten reinfüllen. Da muss ich mal gucken. Werde ich ja beim nächsten Tanken herausfinden, wie viel da reingeht. Und man, da soll ja auch mehr reingehen, weil, also ja, genau, wollte ich auch noch sagen. Was fahren wir? Wir fahren, also ich habe die gefragt, ich sage, wo fahrt ihr denn hin? Und dann sagt die überall. Ist doch gut, alles klar. Und da werde ich euch natürlich mitnehmen, wenn wir jetzt
so wie vorher auch, nur wenn wir jetzt andere Sachen fahren, dann wird es dann auch halt interessanter halt dann noch, ne? Weil es ist ja so, der Triangle war okay für mich, ne? Und das war auch alles in Ordnung. Man wusste, was man verdient hat, man wusste, wann man zu Hause war und so, das war alles so okay, ne? So, aber ich möchte jetzt auch mal wieder ein bisschen rausfahren. Und ich hatte am Dienstag hatte ich mit meinem Chef zusammengesessen. Übrigens, da kann ich mit Deutsch reden. Der sagte, das war eine geile Geschichte. Ich da Dienstag rein. Ich sag, hi, how are ya? So, ne? So wie man das halt sagt, ne? So. Und dann sagte er so, hallo, na, wie geht es dir? Auf Deutsch. Und ich guck den so an und ich war auf Englisch eingestellt. Und ich gucke so an, ich sag, was? Ja, kannst du kein Deutsch? Ne? Also wie so ein Holländer das sagt, kannst du kein Deutsch? Ich sag, doch, natürlich, klar. Ja, und ich war auf Englisch eingestellt und habe Deutsch nicht verstanden. Und dann haben wir uns auf Deutsch unterhalten, das ist schön. Ah ja, genau. Nee, was soll ich sagen? Naja, habe ich gefragt, ich sag, wo fahrt ihr denn hin? Ja, überall. Ich sag, überall. Ja, überall. Dann hat er seinen Laptop aufgemacht, sagt er so, ja, 2 stehen in Winnipeg, einer steht in Vancouver. Dann sagt er noch Kalifornien, Florida, Alabama, also ne, das sind schon weitere Strecken jetzt demnächst. Und da, wenn ich so eine weite Strecke fahre, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, weil ich möchte es ganz gerne mit euch abstimmen. Was haltet ihr davon? Normalerweise mache ich ja donnerstags und sonntags ein Video. Und da sind immer so 25 Minuten. Na, jetzt gerade nicht, ne, weil ich ja nur am Labern bin. Das letzte Video war 15 Minuten, dieses Video ist jetzt 16 Minuten 40 gerade. Und ich weiß auch nicht, wann ich zu Ende bin. Was haltet ihr denn davon, wenn ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, ich fahre nach Florida, wenn ich dann, weiß ich, anstatt 2 Videos 4 oder 5 Videos die Woche dann bringe, wenn ich auf dem Weg nach Florida bin, und dann sind die halt nicht 25 Minuten, sondern 15 Minuten bis 18 Minuten, würde ich sagen. Ne? Was haltet ihr davon? Schreibt mir in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Ob es für euch interessant ist, wenn ich anstatt 2 Videos, also 2 Videos, wenn ich was Normales fahre, so wie jetzt auch, aber wenn ich zum Beispiel mal was weiteres fahre, dann wollte ich dann so ein paar Videos mehr die Woche bringen, weil ich dann ja auch mehr Material habe. Was haltet ihr davon? Bitte jetzt kommentieren. Dankeschön. So. Ja, wie gesagt, also seid gespannt, was es gibt. Ja, vom Geld her ist es das gleiche wie bei dem vorherigen Arbeitgeber. Was ändert sich noch? Nicht viel. Das ist ein Truck, das ist ein Cascadia. Okay, unterschiedliche Strecken haben wir. Ansonsten weiß ich nicht. Wüsste ich jetzt nicht, was jetzt noch anders ist. Aber das werde ich noch rausfinden, dann werde ich euch das erzählen. Ne? Ist klar. So, ja, wie gesagt, ich muss jetzt noch den Kreis da voll packen. Morgen dann fahre ich zum Hotel. Morgen fahre ich wieder hier hin und dann mache ich den nochmal sauber und will noch ein bisschen was einräumen. Also eingeräumt ist das schon, aber so Kleinigkeiten, so Sachen, die nicht so müssen. So schmücken. Schmücken! Genau. So, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich so schnell wie möglich einen Job gefunden habe, einen neuen. Und damit ist die Sache dann auch erledigt und es ist alles gut so, wie es ist. So. Ja. Das war jetzt nicht schwer, dieses Video zu drehen. Die anderen Videos, wenn ich das mit den Fahrvideos mache und sonst ist alles, das ist dann mehr Arbeit. Aber gut, sowas hat man auch manchmal, ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook habe ich eine wundervolle Gruppe. Wir sind jetzt 671 Mitglieder gerade. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu kommt. Einfach mal eine Anfrage senden auf Facebook. Und Marco oder der Philipp, wir sind die beiden Admin. Wir werden euch dann in die Gruppe reinlassen. Ne? Und dann ist es gut. Ja, und dann, jetzt gerade, wenn ihr das Video guckt, habt ihr YouTube auf, dann drückt doch mal die Glocke. Es kostet nach Diesel. Ich habe heute echt einen scheiß Sprachfehler. Es riecht nach Diesel und es kostet nichts. Einfach mal die Glocke drücken. Einfach mal dabei sein, ne? Immer mal dabei sein. So, alles klar. Ich werde wahrscheinlich Donnerstag wiederkommen. Und ich würde sagen, viel Spaß bei diesem Video und dann bis Donnerstag. Tschüss.